Denn Freihandel, das klingt erstmal super. Aber in der Praxis heißt das, wir müssten amerikanische Lebensmittelstandards bei uns einführen. Es folgen ein paar ganz schlimme Sätze. Die Standards in Europa haben ein anderes Niveau. Und ich finde, diese Standards haben ein unbegründet hohes Niveau. Was für eine amerikanische Familie gutes Essen ist, sollte auch für Europäer gutes Essen sein. So, jetzt ist aber Alarm, Freunde. Amerikanisches Essen, dann lieber Pferdelasagne, so sieht's doch aus. Ja klar, keine Frage. Müll fressen ist eine der letzten Kernkompetenzen, die den Amerikanern noch geblieben ist. Aber warum müssen wir das auch? Ja? Warum müssen wir das auch? Was ist das denn für ein Scheißabkommen, das im Geheimen verhandelt wird? Wollen wir wirklich sowas hier? In den USA kommen die Hühner nach dem Schlachten in ein Chlorbad. Das soll dann alle Keime töten. Lecker, ja. Ja, das schmeckt dann so, als ob man das Freibad ausleckt. Und zwar das Kinderbecken, meine Damen und Herren. Die Gespräche zum Freihandelsabkommen, ich habe es eben schon mal gesagt, laufen streng geheim. Das heißt übersetzt, unsere gewählten Volksvertreter aus dem Bundestag oder aus dem EU-Parlament, die sitzen da gar nicht mit am Tisch. Dafür, auch kein Witz, Hunderte von Industrielobbyisten. Und jetzt hat die IHK Bayern in einer Stellungnahme kackdreist um Folgendes gebeten. Ich zitiere, die Verhandlungen dürfen nicht zu früh von wirtschaftsfremden Themen wie zum Beispiel vom Verbraucherschutz überlagert werden. Ja, das ist der große Nachteil am Verbraucherschutz. Ne? Da werden am Ende oft die Verbraucher geschützt, meine Damen und Herren. Ne? Und die neugierigen Bürger, die erfahren noch früh genug, was da bei den Verhandlungen von, ich sag mal, erfahrenen Lobbyisten beschlossen wird. Meint jedenfalls der sympathische Vertreter der deutschen Wirtschaft in Washington. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan. Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch? Ja. Ja, so weiße Zähne kriegt man übrigens nur, wenn man regelmäßig Chlorhühnchen frisst, meine Damen und Herren. Zuschauer, Angela Merkel besucht seit gestern die NSA. Entschuldigung, die USA, meine Damen und Herren. Ich verwechsel das immer. Ja, unsere Kanzlerin will die Amis dort im Grunde um Verzeihung bitten, weil wir Deutschen uns so angestellt haben wegen Abhören und so. Denn die Kanzlerin ist ja nach wie vor, das muss man wissen, großer Amerika-Fan. Ja, natürlich. Ja. Entsprechend pompös ist sie heute Nachmittag in Washington am Weißen Haus empfangen worden. Unfassbar schöne Bilder. Ja? Hier am Dienstboteneingang, Sekunde. Da ist sie, da ist sie. Da war sie. Das ging ein bisschen schnell. Kann ich das noch einmal in Zeitlupe haben? Toll. Ja, im Grunde war das ein Drive-In-Staatsbesuch, meine Damen und Herren. Immerhin, das ist das Mitbringsel, Edward Snowden nicht als Zeugen zum NSA-Skandal zu vernehmen. Nicht. Begründet wird das mit dem, ich zitiere, Staatswohl. Staatswohl, muss ich übersetzen, ist Englisch und heißt, wir scheißen uns vor Angst in die Hose. Hier, Stellungnahme unserer Schisserregierung. Meine Damen und Herren. Die Amis drohen uns jetzt ganz offen in einem Rechtsgutachten, wenn deutsche Politiker Snowden befragen, dann sei das eine, ich zitiere, kriminelle Verabredung. Hallo? Wenn sich die Merkel trotz solcher Demütigung mit Obama trifft, das ist eine kriminelle Verabredung, meine Damen und Herren. Egal. Komm. Wahnsinn. Was wir uns von den Amerikanern gefallen lassen. Ne? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, eigentlich müsste Deutschland längst im Frauenhaus wohnen. Ne? Im Übrigen ist die Merkel ja gar nicht als Kanzlerin in den USA. Nein, sondern als oberste Klinkenputzerin der deutschen Industrie. Und als solche wirbt sie da heute leidenschaftlich für das Freihandelsabkommen mit den USA. Damit bei uns endlich auch amerikanische Standards herrschen. In den USA. Amerikanische Konzerne den deutschen Steuerzahler auf zig Millionen verklagen, wenn wir so einen Dreck nicht einführen. So, wir schalten jetzt mal live ins Weiße Haus, wo Ulrich von Hesen, da sind wir sehr stolz drauf, als einziger deutscher Reporter am offiziellen Staatsbankett zu Ehren der Bundeskanzlerin teilnehmen darf. Ulrich, es geht doch nicht nur um Genmais. Unsere EU-Standards, die würden in allen Bereichen gesenkt. Umweltschutz, Arbeitsrecht, überall. Ach, gar nichts wird da gesenkt, Sie Vollkornspacko. Beispiel. Ein Insektizid namens Poncho ist in Europa verboten. Und jetzt kommt's. Nur weil da Nervengift drin ist.
Der US-Verband fordert deshalb, dass die Vorsorgestandards der EU denen der USA angeglichen werden. Das Poncho-Verbot der EU müsse weg, also eine Anpassung nach unten. Das würde ich nicht so nennen. Meine Damen und Herren, es ist bezeichnend. Die einzige öffentliche Rede von Merkel in den USA, die hält sie vor der amerikanischen Handelskammer. Das heißt, es geht bei diesem Arbeitsbesuch wirklich nur um Industrieinteressen. Da lobe ich mir den Kollegen Dietmar Wischmeier. Der hat heute als erster deutscher Comedian überhaupt vor dem amerikanischen Kongress gesprochen und dabei erfrischend offene Worte gefunden. Moin Amerika, wir müssen reden. Nach fast 70 Jahren transatlantischer Völkerfreundschaft haben wir die Schnauze voll. Wir fressen eure ekligen Zuckerkringel, lassen uns von NSA und Fratzenbuch für blöd verkaufen. Von unseren Flughäfen aus führt ihr eure Kriege. Kurz gesagt, Deutschland ist mittlerweile nur noch die verfickte Ukraine der USA. Ruhe! Der ganze Dreck aus eurer kaputten Kolonie schwappt nach Europa. Wir haben Cheeseburger, Halloween und Baywatch ertragen. Unsere Ärsche sind bald genauso breit wie die eurer fetten Weiber. Wir saufen sogar euren scheiß Kaffee mit Marmeladengeschmack. Aber irgendwo hat die Demütigung mal ein Ende. Und zwar jetzt. Schon jetzt habt ihr unsere Telefone, unsere Bücher, unsere Meinung kassiert. Schon bald gehört euch unser Wasser, unsere Atemluft. Oh, und scheißen dürfen wir nur noch bei Google Earth. Was denn noch alles? Müssen deutsche Schüler bald so doof sein wie eure? Tragen unsere Lehrer bald auch automatische Gewehre im Religionsunterricht? Wird in Hessen die Todesstrafe eingeführt? Wisst ihr was? Wenn ihr Freunde sucht, die zu euch passen, dann geht doch nach Saudi-Arabien. Hiermit verkünde ich als Vertreter aller Deutschen, die keinen eigenen Automobil- oder Chemiekonzern besitzen, schiebt euch euer Freihandelsabkommen dahin, wo der Burger wieder an die Sonne tritt. In diesem Sinne, wir können ja lose in Kontakt bleiben, obwohl andererseits, wozu? So long, motherfuckers. So, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, genug gelacht. Die Krise in der Ostukraine. Unsere Beziehungen zu Russland sind extrem aufs Äußerste angespannt. Jetzt ist Diplomatie gefragt, Zurückhaltung, Fingerspitzengefühl. Kurz, all das, was Gerd Schröder nicht hat, meine Damen und Herren. Ja, der alte Gazprom-Büttel, du. Hat sich von Wladimir Putin eine Party zum 70. schmeißen lassen, während in Slawjansk Deutsche als Geiseln festgehalten wurden. Hier, innige Männerumarmung. Ich sage, ein Wunder, dass sie nicht von russischen Schwulenhassern verprügelt wurden, die beiden. Ja. Geht Bierchen Schröder da ausgerechnet jetzt zu so einer Gazprom-Party? CDU und CSU haben sich tierisch drüber aufgeregt. Also, für ein paar Minuten. Inzwischen wissen CSU und CDU, dass auf der sogenannten Geburtstagssause auch der außenpolitische Sprecher ihrer Bundestagsfraktion, Philipp Missfelder, genauso mitgefeiert hat wie der deutsche Botschafter. Nee. Ja. Ja, komisch. Warum nimmt der Putin unsere Sanktionsdrohung nicht ernst? Nur weil wir gleichzeitig mit ihm Partys feiern? Auch wegen der Ukraine-Krise treffen sich in ganz Deutschland in diesen Tagen wieder Menschen zu Montagsdemos. Keine Panik, es gibt keine neue Wiedervereinigung. Aber manche Leute, müssen wir sagen, gehen da tatsächlich hin, weil sie für den Frieden sind. Andere sind eher Verschwörungstheoretiker, die sauer sind. Weil die Mainstream-Medien, also ich, die Menschen erstens anlügen und zweitens einen Krieg mit Russland wollen. Lasset die Demonstranten sprechen. Der Bürger hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich ehrlich und fair zu informieren. Er wird ja rund um die Uhr belogen von unseren Medien. Medienboykott der Mainstream-Medien. Ganz klar und ganz aufrichtig, das kostet nichts. Sie können es bis an die Spitze schaffen, wenn Sie das sagen, was alle sagen. Das sind jetzt die Sätze, die von ZDF und ARD jetzt genommen werden. Wenn Sie aber sagen, Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht, dann fliegen Sie raus. Und dann werden Sie umgeschnitten und dann werden Sie aus dem Zusammenhang gerissen. Na, holen Sie mich schon ab? Nö. Schade, Zeit wär's. Ja. Nein, wirklich. Wenn man nicht exakt die Meinung dieser Leute vertritt, dann ist man natürlich eine Marionette des Großkapitals und der USA.
Die glauben wirklich, dass, weiß ich nicht, wenn CIA-Agenten beim ZDF anrufen und sagen, los, Klaus Kleber soll tanzen, dann tanzt der. Das glauben die. Ja gut, war ein schlechtes Beispiel. So. Alle Spätprogramme laufen weiter. Das ist Fakt. Die NSA scheißt also weiter auf die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte der Bürger in Europa. Trotzdem wirbt seit dieser Woche auch Wirtschaftsminister Gabriel massiv und offensiv für das Freihandelsabkommen mit den USA. Sigmar Gabriel, derselbe Ochsenfrosch, der noch letzten Oktober gequakt hat. Es ist für mich nur schwer vorstellbar, Freihandelsabkommen mit den USA zu Ende zu verhandeln, wenn die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte der Bürger in Europa gefährdet sind. Ja, er hat gesagt, schwer vorstellbar, nicht gar nicht vorstellbar. Das geplante Freihandelsabkommen erregt jedenfalls weiter die Gemüter. Deswegen hat Gabriel gerade die Verhandlungsführer, den EU-Mann und den Amerikaner, zu einem PR-Termin nach Berlin geladen. Und bei dem wurden ihm 470.000 Unterschriften von wütenden Bürgern überreicht. Was den Sigmar sehr beeindruckt hat, und zwar sehr im Sinne von gar nicht. Die Tatsache, dass man 470.000 Unterschriften gegen etwas sammeln kann, was es noch nicht gibt, ein Zeichen dafür ist, dass die Debatte jedenfalls nicht ordentlich läuft. Das hat eine gewisse innere Logik. Ne? So. Was der Sigi, der gute Laune-Bär, aber gerne verschweigt, auch bei dem Einlulltermin diese Woche in Berlin, die Amerikaner bestehen weiter auf Investorenschutzklauseln im Abkommen. Das heißt, die gierigsten Anwälte der Welt binden sich schon mal das Sabberlätzchen um. Der Zigarettenkonzern Philip Morris verklagt gerade die australische Regierung, weil auf den Schachteln die Gefahren des Rauchens hervorgehoben werden sollen. Das Unternehmen fürchtet, dies könne seinen Gewinn schmälern. Ja, das war die Idee hinter den Fotos, den Gewinn von Philip Morris zu schmälern. Demnächst können uns amerikanische Konzerne also verklagen, wenn unsere deutschen Bestimmungen ihre zu erwartenden Einnahmen schmälern. Ich sage das nochmal, was so bescheuert ist. Nicht die tatsächlich entgangenen, sondern die von denen geschätzten Einnahmen. Aktuell klagt Vattenfall sogar gegen den Atomausstieg und will 3,5 Milliarden Euro. Da kann ich nur sagen, what ein Fuck, meine Damen und Herren. Ja, aber trotzdem, ja, sowas kommt raus bei Freihandelsabkommen. Kleine Schiedsgerichte in Hinterzimmern verdonnern den Steuerzahler.